Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Bleistift, wie ihr sehen könnt. Da möchte ich euch ein bisschen was über die Härtegrade, Kontrast, Verblenden, Radieren und auch zum Nail Art Tool, welches ich dabei verwende, da ist es, zeigen. Und ja, also ich benutze diesen Faber-Castell Anspitzer für Buntstift und für meine Buntstifte und für meine Bleistifte. Ich benutze diese Faber-Castell Bleistifte. Die 9000er Reihe ist das. Wenn man nicht möchte, dass die so spiegeln, sage ich mal, so reflektieren, dann sollte man einen anderen Bleistift wählen, weil dieser Bleistift reflektiert auf jeden Fall. Aber ich mag das bei Bleistift, für mich gehört das bei Bleistift irgendwie dazu. So, also es gibt verschiedene Härtegrade. Hier seht ihr die Härtegrade, die ich alle benutze. Und die werde ich jetzt euch mal sozusagen auch dahin malen. So, wie ihr seht, hat man dann eine schöne Abstufung, weshalb ich halt auch nicht jede Abstufung benutze, weil ich für mich persönlich finde das nicht, also ich brauche es nicht, für jeden einen Stift zu haben, also auch noch 2B, dann 4B, weil ich finde so ein paar Abstufungen, also für mich reicht das aus. Und nun zum Kontrast. Also es ist wichtig, wenn ihr realistische Porträts zeichnen sollt, sei es Tierporträts oder andere Porträts oder irgendwas anderes, was realistisch aussehen soll in Bleistift, dann nutzt auf jeden Fall Kontrast, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein 3B, wenn das jetzt euer dunkelster Part ist und dann das euer hellster Part in einem Porträt, das sieht nicht so ja, realistisch aus, weil da der Kontrast halt fehlt. Nehme ich jetzt aber als hellsten, wie nennt man das? Als hellsten Ton, sag ich mal, ein HB und stellt das gegenüber von einem 8B, hat man einen schönen Kontrast. Und wenn man dann noch das weiße Papier benutzt, ist natürlich mit am besten. Kann ja auch nochmal hier zum Beispiel 3H. Wenn ich hier dann noch 3H, dann hat man hier auch eine schöne Abstufung. Aber diese beiden Töne, die sind halt recht ähnlich. Und hier sieht man, dass man da natürlich sehr viel mehr Kontrast hat. Also seid mutig, nutzt Kontraste aus bei euren Bleistiftzeichnungen, denn das, finde ich, ist gerade bei Bleistift mit das Wichtigste. So, dann kommen wir mal zum Verblenden. Nehme ich mal den hier. Also ich zeige euch jetzt mal 3 Methoden. Mache ich mal hier unten. Einmal natürlich mit den Fingern. Ich mache das eher ungern, weil klar, wie ihr gleich seht, also man hat einen schönen weichen Effekt, aber man hat dann hier so Reste am Finger. Und wenn man dann natürlich hier aufs Blatt geht, gut, Vorführeffekt,
dann hat man hier überall nachher so Fingerabdrücke drauf, die sich tatsächlich relativ schwer wieder wegradieren lassen. So, die zweite Möglichkeit ist natürlich hier mit so einem Papierwischer. Den gibt es in verschiedenen Größen. Wobei man hier echt aufpassen muss, ist, wenn man jetzt so einen geraden Strich macht und dann hat man hier so einen Anfangspunkt, was recht dunkel ist. Deswegen am besten so ein bisschen in Kreisen darüber gehen. Dann hat man auch einen richtig schönen weichen Übergang. Und wenn man jetzt keinen Papierwischer zu Hause hat, kann man natürlich auch so ein Wattestäbchen nehmen. Nur leider ist der Effekt mit denen meist nicht so gegeben, weil die halt recht weich sind. Da muss man schon richtig doll aufdrücken, wie man sieht. Aber man bekommt einen schönen weichen Übergang hin. Also wenn man jetzt zum Beispiel das, was man wirklich dunkel haben will, mit den Papierwischer macht und mit denen dann sozusagen die Ränder, das wird hier jetzt nicht mehr funktionieren, so richtig gut, dann hat man so einen schönen Mix, dass man das schön ausblenden kann zum Rand hin und dann das trotzdem richtig schön in der Mitte verblendet hat. Nun kommen wir zum Radieren. Da ist der Punkt natürlich, je härter der Stift, desto besser geht es zu radieren und desto weicher der Stift und je dunkler halt der Stift, desto weniger gut geht das zu radieren. Ich nehme hier jetzt mal den 3H. Nehmen wir mal noch ein HB. B. Nehmen wir mal noch ein 8B. So. Dann habe ich jetzt 3 verschiedene Radierer. Einmal so einen Knetradierer. Suche ich auch mal. Man sieht, die ersten bekommt man noch gut weg, aber dann wird es auch schon schwieriger. Als nächstes kommt mein Mono Zero von Tombow. Und hier mache ich jetzt erstmal die Kanten sauber, damit das besser. Dafür einfach eigentlich auf ein Extrablatt dann, wenn ihr an eurer Zeichnung seid. Aber da das nur so ein Tutorial ist, mache ich das jetzt auf ein Blatt. So, damit radiere ich jetzt auch mal quer hier rüber. Wie ihr seht, geht es mit dem Radierer schon deutlich besser. Aber hier bei den 8B sieht man immer noch Überreste. So, mit meinem ganz einfachen Radierer mache ich jetzt auch noch mal. Und hier sieht man auch die anfänglichen und auch 3B ist noch ganz gut, aber 8B ist halt echt schwierig. Also wenn ihr so Radiertechniken machen wollt, wo ihr Fell zum Beispiel ausradiert, wie ich in mein Tutorial gemacht habe von den langen Fell in Bleistift, dann versucht alles, also die Schichten so aufzubauen, dass ihr dann radiert. Wenn ihr noch so bei HB bis 3B seid, dann geht das besser wegzuradieren, wenn ihr es ganz weiß haben wollt. Und danach ist halt nur noch quasi so ein Aufhellen bis zum HB-Grad, sage ich mal. Das ist ungefähr so die Farbe. So, dann habe ich noch das Nail Art Tool. Das verwende ich tatsächlich nicht so häufig bei Bleistiftzeichnungen. Meistens, wenn dann nur für Schnurrhaare. Ich kann das ja hier trotzdem mal zeigen. Da drücke ich einfach das Papier ein. Und das ist dann auch echt egal, mit was für einem Stift ihr drüber zeichnet. Ich versuche das jetzt auch mal mit verschiedenen Härtegraden wieder.
So, da sieht man das ganz gut. Und da man bei einem Porträt ja viele Schichten meist hat, kann man da dann nochmal so ein bisschen drüber gehen, da in dieser Rille ja nicht wirklich viel Bleistift enthalten ist, und kann das nochmal ausradieren. So, ich denke, ich habe euch jetzt so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr es liked. Ihr könnt es auch gerne kommentieren, wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder Fragen. Wenn euch das Thema Tierporträts zeichnen allgemein auch interessiert, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Da habe ich schon einige Videos zu diesem Thema. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zeichnen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!